Hallo liebe Leute und willkommen zu Arnatex. Im heutigen Tutorial-Video schauen wir uns an, wie ihr euch in eurem Netzwerk vor unerwünschter Werbung, Trackern und Telemetriedaten schützen könnt. Ob euch das bewusst ist oder nicht, weiß ich nicht, aber viele der Geräte in eurem Netzwerk nehmen sich einfach so heraus, nach Hause zu telefonieren. Sie schicken diverse Telemetriedaten über eure Tätigkeiten und über die Geräte, die ihr verwendet. Sie schicken Tracker nach Hause, um euch bessere Werbung zu liefern. Euer Fernsehen zeigt euch unerwünschte Werbung an. Einer der Geräte, die am meisten Tracker und Telemetriedaten schickt, ist mein Fernseher. Gott sei Dank gibt es eine leichte Methode und eine irrsinnig einfache Software, wie ihr euch davor schützen könnt, und dafür werden wir uns DNS hernehmen. DNS steht für Domain Name Systems. Ihr müsst euch das so vorstellen wie ein Telefonbuch für das Internet. Früher haben wir im Telefonbuch alphabetisch gelistet und nach einer Telefonnummer gesucht. Das gleiche passiert auch mit dem DNS. Ihr müsst euch das so vorstellen. Ihr gebt eine Wunschadresse in euren Browser ein, tippt Enter. Danach findet das DNS ganz automatisch die dazugehörige IP-Adresse für diese Website und die Website öffnet sich für euch automatisch. Also das, was ihr früher im Telefonbuch händisch machen musstet, macht das DNS heutzutage für euch automatisch. Und somit können wir auch Werbung blockieren, indem wir die Werbewebseiten einfach auf eine ungültige IP-Adresse umleiten, die nicht existiert, und so kann die Werbung für euch auch nicht angezeigt werden. Oder Tracker oder Telemetriedaten können nicht nach Hause telefonieren. Und diesen Umstand werden wir uns heute zunutze machen und euer Netzwerk ein Stück weiter sicherer zu machen. Also gut, wir werden uns heute Pi-hole zunutze machen, um die Werbung zu vertreiben. Pi-hole ist eine Open-Source-Lösung, man könnte sagen, das ist der Platzhirsch unter den DNS-Sinkholes, neben AdGuard Home natürlich. AdGuard Home ist auch eine sehr beliebte, auch Open-Source-Lösung, die ihr verwenden könnt. Aber heute konzentrieren wir uns auf Pi-hole und die Features und wie ihr das aufsetzen könnt in eurem Heimnetzwerk. Wir werden auf den letzten Tutorial aufknüpfen, den ich veröffentlicht habe. Dort habe ich euch gezeigt, wie ihr Proxmox als die Basis für euer Home Lab installiert. Falls ihr euch das noch nicht angeschaut habt, verlinke ich das oben für euch. Das wird oben links oder rechts irgendwo einen Link geben. Schaut euch das gerne an. Dort habe ich auch gezeigt, wie ihr eine VM deployt. Ich habe eine Ubuntu VM installiert und die werde ich hernehmen als Basis für unsere Pi-hole-Lösung. Du kannst natürlich Pi-hole auch als Container installieren, und wenn dich interessiert, welche Befehle ich hier eingegeben habe, ich werde das Ganze in meinem Blogpost unten veröffentlichen und du kannst das Ganze nachmachen, wenn du möchtest. Fangen wir direkt mit der Installation an. Also ich öffne hier auf meinem PC Proxmox auf, melde mich an. So, und da haben wir unseren Ubuntu-Server, den ich in der letzten Anleitung installiert habe. Ich werde hier jetzt die Konsole aufmachen, um die IP-Adresse herauszufinden. Das ist die 10.10.13.51. Wichtig ist unbedingt, dass diese IP-Adresse statisch bleibt, weil ihr möchtet nicht, dass sich die IP-Adresse ändert und die DNS-Auflösung nicht mehr funktioniert, weil hier eine dynamische IP-Adresse eingestellt worden ist und bei jedem Neustart eine andere IP-Adresse daherkommt. Wie ihr das überprüfen könnt, ist einmal bei der Installation der VM könnt ihr eine statische IP-Adresse definieren. Also bei der Installation von Ubuntu-Server werdet ihr gefragt, ob ihr eine dynamische oder eine statische IP-Adresse haben möchtet. Das müsst ihr aktiv umstellen auf statische IP-Adresse. Habt ihr dort aber eine dynamische IP-Adresse bei der Installation eingestellt, könnt ihr das auf eine statische IP-Adresse ändern, indem ihr unter die etc netplan da ist jetzt auf DHCP eingestellt und das werde ich jetzt ändern auf eine statische IP-Adresse. Dazu werde ich PuTTY öffnen, weil mit PuTTY kann ich copy-pasten. So, einmal anmelden. Jetzt werden wir das auf eine statische IP-Adresse ändern. So, das werde ich jetzt herauslöschen und werde die statische Konfiguration reinkopieren. So, ihr seht hier jetzt an der Stelle, DHCP4 ist false, DHCP6 verwenden wir sowieso nicht, ist false. Wir haben die Adresse händisch eingegeben, die 51 wie bisher. Bitte stellt sicher, dass diese Adresse außerhalb von eurem DHCP-Bereich ist oder dass ihr diese Adresse auf eurem Router reserviert, damit nichts anderes diese IP-Adresse bekommt. Das wird dann später eure DNS-IP-Adresse sein, die ihr fix bei euren Netzwerkeinstellungen eintragen müsst. So, das ist das Gateway 10.10.13.10 und DNS-Server. Wir verwenden jetzt einfach mal öffentliche DNS-Server für den Moment. Klicken Ctrl+X und speichern die ganze Geschichte und machen sudo netplan apply.
Jetzt haben wir das geändert. Wir haben jetzt eine statische IP-Adresse und wir können mit der Installation von Pi-hole beginnen. Pi-hole kann man ganz einfach installieren. Da gibt es eine Kommandozeile und das Ding ist installiert. So, haben wir einen sauberen Terminal und jetzt können wir Pi-hole installieren. Dazu verwenden wir den offiziellen Herstellerbefehl. Den kann ich euch mal zeigen. Gehen wir mal hier hin. Pi-hole install. Und da habt ihr diesen Befehl, One-Step Automated Install. Bitte achtet nur darauf, dass ihr auf der offiziellen Pi-hole-Seite seid, dass ihr nicht auf irgendeiner Imposter-Seite seid, die sich als Pi-hole ausgibt. Gut, kopiere ich das raus, dann tue ich das mal in den Terminal eingeben und drücke Enter. Jetzt beginnt die Installation. Steht mir mit OK. Continue. Jetzt müssen wir unseren Upstream DNS-Server wählen, der dann für uns auflöst. Später werden wir das auf Unbound ändern, damit wir einen eigenen Resolver haben, der mit dem Root-Server redet. Dann brauchen wir keine Upstream-Server mehr. Aber für den Moment wählen wir Google DNS. Hier sieht man die Benachrichtigung, dass Pi-hole auf Third-Party-Blocklisten setzt. Später werde ich euch zeigen, wie ihr diese Listen verwalten könnt und eure eigenen Listen erstellen könnt. So, drücken wir auf Yes. Do you like to enable Query Logging? Natürlich. Das werden wir uns später zunutze machen, damit wir Webseiten direkt aus dem Query Log blockieren können. Hier werden wir gefragt, ob die Protokolle alles anzeigen sollen oder ob gewisse Sachen anonymisiert werden sollen. Im Heimnetzwerk könnt ihr da wahrscheinlich auf Show Everything gehen. Seid ihr eine Firma, dann würde ich da auf Anonymous Mode gehen, um die Daten eurer Mitarbeiter zu schützen. Aber wie gesagt, im Heimnetzwerk, denke ich, ist Show Everything okay. Und für den Test mache ich auch Show Everything, damit ich euch dann die Protokolle zeigen kann. Gehen wir auf Continue. So, configure your device to use Pi-hole as the DNS Server. Hier werden wir gebeten, unsere Geräte zu konfigurieren, damit sie Pi-hole als DNS Server verwenden. Dazu müsst ihr auf eurem Router in die DHCP-Einstellungen gehen und dort Pi-hole als DNS konfigurieren. Diesen Teil kann ich euch leider nicht ins Detail zeigen, da das von Router zu Router oder Modem zu Modem oder Firewall zu Firewall unterschiedlich ist. Aber im Großen und Ganzen müsst ihr euch auf euren Router oder Modem oder eben Firewall verbinden, dort die Netzwerkeinstellungen öffnen und nach DHCP-Einstellungen suchen. Dort werdet ihr die DNS-Einstellungen finden und dort bitte als DNS-Server die IP-Adresse von eurem Pi-hole eintragen, damit der DHCP automatisch diesen DNS-Eintrag in eurem Netzwerk verteilt. Habt ihr das nicht gemacht, müsst ihr das händisch machen pro Gerät und wer will schon auf jedem Gerät die DNS-Einstellungen händisch anpassen. Also besser ist es auf jeden Fall, eurer Firewall einen Besuch abzustatten, euch dort auf die Webkonsole anmelden und nach DHCP-Einstellungen suchen, dort unter DNS die IP-Adresse von eurem Pi-hole eintragen und fertig ist. Hier wird auch nochmal das Passwort angezeigt, welches hier vergeben worden ist für die Webkonsole, aber das können wir ja ändern in ein Passwort, welches wir haben möchten. Hier wird auch angezeigt 10.10.13.51 Port 80/admin für die Admin-Anmeldung. Your Admin Webpage Login Passwort ist. Ja, das Passwort bitte jetzt erstmal speichern und auf OK drücken. Ich kann das Passwort jetzt hier auch rauskopieren in eine Textdatei vorerst. Oder wir können das Passwort auch direkt ändern. Dazu geben wir den Befehl sudo set password. Und jetzt können wir ein neues Passwort eingeben. Einmal bestätigen. Und schon haben wir das Passwort geändert. Und so, jetzt können wir die grafische Oberfläche von Pi-hole besuchen. Das ist die 10.10.13.51 Admin. Und geben unser Passwort ein. So, das ist die grafische Oberfläche von Pi-hole und jetzt müssen wir unseren Router beibringen, dass er diese IP-Adresse als DNS-Server verteilt. Dazu gehe ich auf meine Sophos Firewall, die ich in meinem Lab verwende. Wie gesagt, je nachdem, welchen Router, Modem oder Firewall ihr verwendet, sind diese Einstellungen immer ein bisschen woanders. Bei mir befindet sich das unter Netzwerk, DHCP. Und hier habe ich die Einstellungen für mein LAN-Netzwerk. Und ganz unten habe ich hier DNS-Einstellungen. Ich kann die generellen DNS-Einstellungen von der Firewall verwenden oder ich kann meine eigenen angeben. Und hier gebe ich einfach die IP-Adresse von unserem Pi-hole an. Den zweiten DNS-Server werde ich herauslöschen, benötigen wir nicht. Falls ihr Redundanzen haben wollt und einen zweiten DNS-Server, könnt ihr auf einem unabhängigen Host einen zweiten Pi-hole oder AdGuard installieren. In meinem Heimnetzwerk verwende ich zum Beispiel einmal Pi-hole und als sekundären DNS AdGuard. Sollte der Pi-hole aus welchem Grund auch immer nicht verfügbar sein, kann der AdGuard übernehmen. So, ich tue das jetzt hier speichern. Dann kann ich hier auf meine Kommandozeile gehen, auf meinem Windows-Server,
bzw. Windows PC, dann tue ich einmal ipconfig/all machen. Hier sehe ich, dass die DNS-Server noch die alten sind, 4x die 1 und 4x die 8. Dann mache ich mal ipconfig renew, um eine neue IP-Adresse von dem DHCP zu beziehen. Und jetzt mache ich mal ipconfig/all. Und hier sehen wir jetzt, dass ich den neuen DNS-Server gezogen habe, die IP-Adresse von unserem Pi-hole. Gut, haben wir das erledigt und jetzt werden wir Unbound auf Pi-hole installieren, um einen Schritt weiter zu gehen von der standardklassischen Variante. Unbound hat den Vorteil, dass dieser die Upstream-Server komplett ersetzt und für euch direkt die DNS-Fragen von den Root-Servern durchführt. Also ihr fragt direkt bei den Root-Servern den DNS-Eintrag, die Root-Server fragen die TLD-Server und so geht es weiter. Also ihr überspringt damit den Upstream-Resolver wie Google DNS, OpenDNS oder den DNS-Server von eurem Internetanbieter. Also ganz mächtig und für die Sicherheit relevant. Die Installation werden wir jetzt durchführen. Ich tue jetzt nochmal den Terminal löschen, dann haben wir einen leeren Terminal. So, wir installieren jetzt Unbound. Und wie gesagt, diese Befehle findet ihr alle in meinem Blog-Eintrag. Falls ihr da nicht mitkommt, einfach den Blogbeitrag auf meiner Website besuchen. Dort findet ihr alles Schritt für Schritt zum Nachmachen. Also da kein Stress. So, jetzt werden wir die Unbound-Config-Datei erstellen mit unserer Konfiguration. Und ich verwende einfach eine Basic-Konfiguration. Ich werde DNS Security aktivieren. Ich werde die privaten Netze herausnehmen. Also ihr seht hier, DNSSEC ist aktiviert. Die privaten IP-Adressen, die reserviert sind für private Netze, sind ausgenommen. Wir speichern die Config. Dann tun wir Unbound einmal neu starten, aktivieren und jetzt fragen wir nochmal den Status ab, Active and Running. Dann können wir uns anschauen, wie die Auflösung funktioniert. Und wir sehen, Unbound löst google.com auf. Falls ihr DIG nicht habt, also das Programm, mit dem ich das jetzt gerade geprüft habe, könnt ihr das mit diesem Befehl installieren. Bei mir halt nicht, weil ich das bereits habe, aber mit diesem Befehl würdet ihr das installieren können. Haben wir das erledigt? Unbound funktioniert auch. Jetzt können wir wieder zurück zu unserer Pi-hole grafischen Oberfläche zurück. Dann gehen wir hier unter Settings, DNS. Wir nehmen den Google DNS Server heraus, den wir vorhin gewählt haben während der Installation. Den benötigen wir nicht. Und jetzt werden wir hier unter Custom DNS Server den Unbound nehmen. Pi-hole hat das schon vorab für uns vorbereitet. Wir nehmen die IP-Adresse, die lokale IP-Adresse von unserem Server mit dem Port 5335 für die lokale Auflösung. Save and Apply. Und jetzt verwenden wir Unbound als unseren DNS Resolver, also Recursive DNS Resolver in unserem Heimnetzwerk und brauchen dementsprechend überhaupt keinen Upstream Server, weil Unbound für uns alles erledigt und mit den Root Authority Servern, die für die DNS Auflösung zuständig sind, direkt redet und alles in seinem Zwischenspeicher speichert. Wir können hier auch Advanced Parameter aufmachen, um unser Pi-hole ein wenig zu schützen. Wir können sagen Allow only local requests, was dem entspricht, dass nur DNS-Anfragen aus eurem eigenen Netzwerk, eurem Subnetz erlaubt sind. Wir können das auch ein Stück weit lockern, falls ihr VLANs im Einsatz habt in eurem Netz, falls ihr verschiedene Standorte übers VPN verbunden habt, zum Beispiel, wo verschiedene Netze und verschiedenes Routing zum Einsatz kommt, dann könnt ihr auch sagen Respond only on Interface, falls ihr mehrere Interfaces habt, Bind only to Interface sowieso oder Permit all origins, falls ihr alle Quellen, die DNS-Abfragen machen wollen, erlauben wollt. Für euch reicht wahrscheinlich Allow only local requests und falls ihr da Probleme habt, könnt ihr dann temporär auf Permit all origins gehen, bis ihr herausgefunden habt, wo das Problem genau liegt und dann Save and Apply. So, jetzt werde ich euch live den Unterschied zeigen, einmal mit Pi-hole und einmal ohne Pi-hole. Ich habe dafür zwei Windows-VMs vorbereitet, exakt gleich Windows 11. Es sind sogar Kopien voneinander. Einmal die, wo wir jetzt gearbeitet haben und wo Pi-hole bereits als DNS eingetragen ist. Einmal eine zweite Windows-VM, die auf Stock ist, also die einen ganz normalen DNS-Resolver hat. Einen OpenDNS als DNS-Eintrag und ihr öffnet dazu einfach eine bekannte Nachrichtenseite. Das dauert einen Augenblick, bis die offen ist und bis alles geladen ist. Und wir sehen Werbung links, oben, rechts, überall. Es sieht fast so aus, als gäbe es hier mehr Werbung als Inhalt. So, und jetzt gehen wir auf die zweite Windows VM, wo Pi-hole bereits installiert ist und konfiguriert wurde.
Ich verwende den gleichen Browser. Es sind keine Add-ons oder ähnliches installiert in dem Browser. Und ich öffne die gleiche Website nochmal. Nun, ihr seht, überhaupt keine Werbung. Kommt einfach nichts, ist alles blockiert. Und die Seite lädt auch viel schneller. Ich mache den Betreibern übrigens überhaupt keinen Vorwurf, dass sie Werbung schalten. Von irgendwas müssen sie auch leben. Und die Werbetreibenden bezahlen immer weniger und verlangen immer mehr. So sind Webseitenbetreiber gezwungen, immer mehr Werbung zu schalten. Aber irgendwann mal kann man es auch übertreiben und es gibt auch bestimmte Webseiten, die Clickbait sind und euch nur darauf drängen wollen oder euch darauf locken wollen, auf die Website zu gehen, damit ihr die Werbung seht, damit die Werbeeinnahmen einnehmen. Also es gibt auch sehr viele schwarze Schafe, die das ausnutzen, posten auf diversen sozialen Netzwerken irgendwelche Links, die sensationell klingen, nur um euch auf die Website zu locken. Und wenn ihr einmal dort seid, seht ihr so viel Werbung, also ihr seht den Wald vor ganzen Bäumen überhaupt nicht mehr. Ihr seht da den Unterschied auf jeden Fall gleich auf den ersten Blick. Die ganze Werbung hier links, rechts, oben, unten ist mit Pi-hole blockiert worden. Und jetzt gehen wir auf Pi-hole auf den Query-Log und schauen uns an, wie das dort in der Protokollanzeige ausschaut. Ihr habt da oben Total Queries, das zeigt euch an, wie viele Webseitenaufrufe bis jetzt gemacht worden sind. Ihr seht, wie viele Clients bereits aktiv sind, 2 aktive Clients. Ihr seht, wie viele Queries blockiert wurden. Hier sind es 53 im Moment. 10% der gesamten Queries sind blockiert worden und Domains auf der Liste, auf der Blockliste sind im Moment 83.000. So, dann haben wir hier nochmal eine Statistik, Query Types, Upstream Servers sollte jetzt unser Unbound übernehmen und wir sehen grün, das meiste ist ja bereits Unbound, rot ist Blocklist und Cage, das wird mit der Zeit größer, je länger ihr das betreibt, hat Unbound viele Webseiten dann in seinem Zwischenspeicher für eine schnelle Auflösung und ganz am Anfang haben wir Google DNS verwendet, das wird dann wegfallen. Dann haben wir Top Permitted Domains und Top Blocked Domains auf einer Ansicht, also beziehungsweise 2 Ansichten, links und rechts. Ihr könnt sehen, welche Domänen hier am meisten blockiert worden sind und wir sehen auch gleich hier, der gute Firefox möchte Telemetriedaten schicken und das ist dann blockiert. Bing möchte irgendwas schicken, Google, Tag Manager, DoubleClickNet, Mozilla. Also in dem Query seht ihr, was alles blockiert worden sind. Top Clients Total. Und was ganz mächtig ist, Pi-hole, was ich finde und was man so auf dem AdGuard Home leider nicht findet, ist der Query-Log, also der automatische Query-Log, der automatisch Live-Updates schreibt. Ihr seht hier in Echtzeit, welche Queries in eurem Netzwerk stattfinden und falls ihr dort etwas Unlustiges findet, könnt ihr das direkt hier mit einem Befehl auf die Blockliste setzen. Das finde ich leider bei AdGuard Home so als Äquivalent leider nicht. Weiterhin kann ich euch zeigen, die Blocklisten, die werden hier geführt. Hier ist die Originallist, die ihr mit Pi-hole bekommt, enthalten. Ihr könnt das dann erweitern, indem ihr weitere Blocklisten hinzufügt mit dem Befehl add-blocklist. Und wo ihr Blocklisten findet, dazu braucht ihr nur ein bisschen googeln. Pi-hole add Blocklist. Und da gibt es sehr, sehr viele Blocklisten, die ihr verwenden könnt. Ihr könnt aber auch eure eigenen Blocklisten bauen. Eine Seite, die ich euch empfehlen kann, ist die folgende. Findet ihr auch in meinem Blog-Eintrag. So, und jetzt findet ihr Listen zu verschiedenen Bereichen. Zum Beispiel haben wir hier eine Samsung-Liste, die Samsung-Tracker blockiert und Werbung. Da kann ich die hernehmen, Adresse des Links kopieren. Dann gehe ich hier auf Pi-hole, gebe die Adresse hier ein, kann hier einen Kommentar hinzufügen und kann sagen Add to Blocklist. Und damit Pi-hole das einmal übernimmt, gehen wir auf Tools, Update Gravity, Update. Und jetzt übernimmt Pi-hole aktiv diese Liste in seinen Adressenbereich. So, dann können wir uns mal anschauen, was es dann noch gibt. Man kann natürlich Pornografie blockieren lassen, Proxys, Kryptographie-Seiten, Gambling, also Glücksspiel, Microsoft Office Telemetriedaten, gerne. Adresse des Links kopieren, Lists, Add Blocklist. Wir können uns natürlich auch ansehen, was da drinnen enthalten ist. Das ist einfach nur eine Textdatei und pro Zeile hat man halt eine Adresse, die blockiert wird. Und wir sehen, anstelle der 83.000 Domänen in der Blocklist haben wir jetzt 107.000. Wenn irgendeine Domain nicht funktioniert, die ihr aber besuchen wollt, könnt ihr die natürlich auch auf die Allow-List setzen. Ihr habt hier unter Domains die Möglichkeit, Domänen auf die Whitelist oder auf die Blacklist händisch zu setzen. Zum Beispiel Add to Allow Domains. Könnt ihr sagen, ist erlaubt oder Add to Deny Domains oder wenn euch die Kinder nicht brav sind, Add to Domains, die geblockt sind. Und jetzt, wenn euer Kind Roblox besuchen möchte,
geht die Seite nicht mehr auf. Das wäre dann die Allow- und die Blackliste. Was aber noch sehr interessant ist, ist der lokale DNS-Resolver. Wir öffnen ja jetzt die grafische Oberfläche über diese IP und das kann sich ja kein Mensch merken langfristig. Und das möchte ich ändern. Und das könnt ihr ganz einfach machen, indem ihr auf Settings geht, Local DNS Records, und hier könnt ihr eure eigenen DNS Records hinzufügen. Jetzt können wir sagen Pi-hole oder irgendeinen Namen, den ihr wünscht. arnatex.com ist zu finden unter der IP 10 13 51 und plus. Und wenn ich jetzt die Adresse hier eingebe in meinen Browser, kann ich Pi-hole auch über den Namen aufmachen. Und so könnt ihr sämtliche Geräte in eurem Heimnetzwerk mit einer coolen Domain-Adresse ausstatten, selbst wenn ihr diese nicht besitzt, selbst wenn diese überhaupt nicht existiert. Euer interner eigener DNS-Resolver wird diese dann auflösen und euch die Seite so präsentieren. Was ich euch noch zeigen kann, sind Gruppen und Clients. Ihr könnt Gruppen definieren. Dann ihr könnt Clients erstellen und den Gruppen zuteilen. Clients könnt ihr anhand von der IP-Adresse, anhand von dem Subnetz, MAC-Adresse, Hostnamen oder Interface hinzufügen. Ich mag es, Geräte anhand der IP-Adresse zu reservieren. So kann ich Geräte immer anhand der IP-Adresse identifizieren. Ihr könnt aber auch, wenn ihr die über DHCP verteilt und nicht reserviert, anhand der MAC-Adresse identifizieren lassen. Zum Beispiel, euer Kind hat ein Handy und ihr möchtet, dass das Kind geschützt ist vor erwachsenen Inhalten oder vor schädlichen Websites. Dann geht ihr in die Einstellungen von dem Handy, prüft die MAC-Adresse von diesem in den Netzwerkeinstellungen und könnt hier die MAC-Adresse angeben. Oder wenn die IP-Adresse reserviert wurde in eurem Netzwerk oder ihr eine statische definiert habt, was ich nicht glaube, dann gebt ihr hier die IP-Adresse an und zu Testzwecken gebe ich mal die IP-Adresse von meiner Firewall an. Kann hier als Kommentar auch sagen, was das ist und kann hier diese IP-Adresse einer Gruppe hinzufügen. Add. So, jetzt habe ich ein Gerät oder beziehungsweise ein Client hinzugefügt in der Gruppe Test Client, und wenn ich jetzt zurück zu meinen Listen gehe, kann ich hier eine Liste diesem Client hinzufügen. Zum Beispiel, ihr habt hier eine Liste, die Kinder schützt vor Erwachseneninhalten und so weiter. Dann weise ich diese Gruppe dieser bestimmten Liste zu und so ist diese Liste nur diesen Geräten zugeteilt, während andere Geräte davon unbetroffen sind. So, ich denke, ich habe jetzt euch alles vorgezeigt in Pi-hole für den Anfang. Natürlich gibt es da das ein oder andere, was ich euch heute nicht gezeigt habe. Am besten damit spielen, herumexperimentieren und die Einstellungen kontrollieren und anpassen. Ich habe mein Pi-hole schon seit einigen Jahren im Einsatz und auf die Oberfläche melde ich mich jetzt im Moment nur an, um Updates einzuspielen. Genau, Updates, das kann ich euch noch zeigen, wie das geht, und das ist auch sehr einfach. Steht ein Update an, seht ihr das unten in der Fußzeile, und wie ihr das Update einspielen könnt, ihr verbindet euch über PuTTY auf die IP-Adresse von eurem Pi-hole an und gebt als Befehl einfach nur ein Pi-hole-up. Das kontrolliert, ob es Updates gibt, spielt diese direkt ein und fertig aus. Liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, die Anleitung war nicht zu schwer zum Folgen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst doch bitte einen Kommentar da mit euren Eindrücken, mit Verbesserungsvorschlägen. Das ist für mich Learning by Doing. Ich hoffe, ich kann noch einiges verbessern und optimieren für euch, aber dafür bin ich angewiesen auf euer Feedback. Also bitte lasst einen Kommentar da, ich würde mich sehr freuen. Lasst ein Like da, falls dir das Video gefallen hat, ein Dislike, falls es dir nicht gefallen hat, und bis zum nächsten Mal. Euer Ahmed für Arnatex.